Hallo, liebe Interessierte. Ergänzend zu meinem anderen Video über die Keile bei Leinwänden gehe ich hier nochmals auf dieses Thema ein. Es kamen so viele Fragen, die ich hier gern beantworten möchte. Vielen Dank dafür. Und zum Schluss kommt die Antwort auf die Frage, wann gehen eigentlich U-Boote unter? Nun wollen wir von vorne anfangen. Ich habe mir also neue Leinwände gekauft. Aber Vorsicht beim Auspacken. Nicht auf der Seite und nicht auf der Fläche aufschneiden, sondern das Messer am besten auf der Rückseite der Rahmen auf dem Holz entlang führen. So kann in der Regel eigentlich nichts passieren. Fertige Leinwände sind in der Regel paarweise verpackt, zumindest die besseren. So ist die Malfläche besser geschützt. Hey, und dann muss ich ja unbedingt noch was loswerden. Also wirklich vielen Dank für die vielen netten Kommentare, hat mich echt beeindruckt. Und ich bin baff, dass über Social Media so gute Kontakte zustande kommen. Also vielen Dank nochmals und natürlich gerne mehr davon. Mein spezieller Dank geht an Maeve, Emily, Miriam, an den bunten Regenbogen und an Flaupo66. Die Leinwand müsst ihr jetzt als erstes nass abwischen. An dieser Stelle ein Dank an Maria für den Kommentar, die Bedenken wegen ihrer Vorzeichnung hatte. Also ich feuchte die Leinwand erst an, lasse sie trocknen und dann wird die Vorzeichnung angelegt. Somit sind deine Bedenken eigentlich unbegründet. Nicht vergessen, die Leinwand auch auf der Rückseite anfeuchten. Von Petra kam die Frage, ob man das auch nachholen kann, also nach dem Malen. Also ich befürchte, dass dann die Farbe reißen könnte, weil die Oberfläche trocken und die Farbe in der Regel spröde ist. Ich meine hier also Acryl oder durchgetrocknete Ölfarbe. Bei anderen Techniken sehe ich daher weniger Gefahr. Hinten leicht anfeuchten und mit nur wenig Druck die Keile einschieben, vielleicht ohne Hammer, dafür aber mit viel Gefühl. Ich weiß nicht, ab dann geht's vielleicht auch hinterher, aber auf eigene Gefahr. Wenn ihr den Rahmen nun von hinten anschaut, gibt es einen oberen und einen unteren Schlitz. Die Leinwand sollte flach auf einer glatten und vor allem sauberen Unterlage liegen. Für euch zur Demonstration habe ich die Keile farbig angestrichen. Achtet beim Einschieben der Keile auf die richtige Schräge. Ich empfehle euch erst den unteren und dann den oberen einzuschieben, so kommt ihr besser dran. Von Schneider und Bropp kam auch der Gedanke, die Keile nach dem Bemalen einzuschieben. Ja, also ausdrücklich ja, natürlich geht es auch später und es wird auch praktiziert. Jedoch um Spannungsrisse zu vermeiden, empfehle ich euch die genannte Handlungsweise. Ich fasse das später dann alles nochmal zusammen. Also erst den unteren und dann den oberen Keil einschieben. Von Maria N. kam die Anregung, das Verkeilen erst nach dem Grundieren zu machen. An und für sich eine super Idee. Selbstverständlich kann man statt dem Wasser zur Befeuchtung auch gleich die Grundierungsfeuchte nutzen. Das spart eine Menge Zeit. Aber das Handling mit Wasser ist mir in diesem Stadium viel lieber. Das mit der Grundierung, das gibt meines Erachtens irgendwie eine Sauerei. Zum Schutz vor den weiteren Arbeiten solltet ihr einen Karton auf die Rückseite der Leinwand auflegen. Pia 04 und Saitama Aka One Punch, crazy Namen, haben sich wegen der Passung der Keile geäußert. Das tut mir echt leid für euch. Wahrscheinlich habt ihr sehr billige Qualität gekauft. Die Dinger sind echt Mist. Ihr kennt vielleicht das Sprichwort, billig kauft man zweimal. Also echt schade für die Arbeit, aber ja, schaut echt auf Qualität. Wenn die Basis, sprich die Leinwand, nicht passt. Naja. Der Hammer kann nun aufgelegt werden, ohne die Leinwand zu schädigen. Die Keile damit eintreiben.
Sunset89 fragt zuletzt, ob die Keile drin bleiben. Ja, denn sie halten nicht nur die Spannung aufrecht, mit den Keilen kann man gegebenenfalls später auch nachspannen. An der Gärung des Rahmens bildet sich nun ein Spalt. Das ist gut so, denn nun spannt sich die Leinwand. Sie soll nun im gespannten Zustand trocknen. Ich denke, ich konnte die wesentlichsten Fragen beantworten. Oder hoffe es zumindest. Bevor ich nun verrate, wann die U-Boote untergehen, kommt hier die versprochene Zusammenfassung. Erstens, gut anfeuchten, vorn und hinten, entweder mit einem Schwamm oder auch mit einer Sprühflasche. Zweitens, die Leinwand auf eine glatte, saubere Fläche legen, sonst habt ihr gleich wieder einen Dreck auf der Malfläche. Dann erst den unteren und dann den oberen Keil einführen. Glaubt mir, das ist wesentlich praktischer. Die Rückseite dann mit einem Karton schützen, den Hammer darauf auflegen, also nicht einfach auf die Keile eindreschen, sondern den Hammer auf den Karton führen, sonst schlagt ihr von hinten Kerben in die Leinwand. Nun den gespannten Leinwandrahmen am besten aufrecht irgendwo hinstellen und nicht auf der Fläche liegen lassen, so trocknet er am besten. Die so vorbereitete Leinwand am besten über Nacht trocknen lassen. Und noch ein Tipp dazu, vielleicht bereitet ihr einfach ein paar Leinwände vor, 3, 4, 5 Stück, so habt ihr immer eine vorbereitete, trockene, gespannte Leinwand parat, wenn gerade mal wieder die Muse vorbeikommt und ihr kreativ sein wollt. Zuletzt noch Danke an Stefan für die Reaktion und zum Schluss die Aufklärung, wann gehen U-Boote unter, Trommelwirbel, am Tag der offenen Tür. Ich wünsche euch alles Gute, das war's, bis zum nächsten Mal. Das war's für diesmal. Hier sind noch 2 Clips. Danke fürs Zuschauen, die Kommentare und das Abonnieren, am besten mit der Glocke. Pfiat euch, Servus!